Herzlich willkommen im Steve Jobs Theater in Cupertino. Mein Name ist Sven Stein. Ich berichte für BILD live vom Hands-on-Bereich hier im neuen Steve Jobs Theater von Apple. Gerade hat Tim Cook die Keynote hier beendet, auf der ein iPhone 8, ein iPhone 8 Plus, eine Apple Watch Series 3 und ein Apple TV 4K und vor allen Dingen das iPhone X vorgestellt wurden. Ganz viele neue Geräte und jetzt sind hier rundherum ganz viele Tische aufgebaut von Apple, auf denen die neuen Geräte ausprobiert werden können. Es gibt ein Riesengedränge und ich versuche jetzt einmal näher heranzukommen, um einen ersten Eindruck zu vermitteln von diesen Geräten, die hier heute präsentiert wurden. Hier also ein erster Blick auf das iPhone X, wie es genannt wird. Das iPhone mit dem X im Namen, das Jubiläums-iPhone, das eine spezielle Rückseite aus Glas hat, besonders widerstandsfähig sein soll, vor allem aber auch eine Vorderseite, die komplett aus einem Display besteht. Wir sehen also hier das Gehäuse aus einem Edelstahlrahmen und einer Glasrückseite. In der oberen linken These are all the iPhone X. Yeah. Dual-Kamera You can see a closer look over die there. mit zwei 12-Megapixel-Linsen ausgestattet ist und besonders für AR-Anwendungen geeignet sein soll. Journalisten stürzen sich hier auf die Geräte, versuchen natürlich die besten Bilder von verschiedenen Seiten zu machen. Jetzt muss man hier schauen, dass man einmal den Blick auf die andere Seite bekommt. Und hier haben wir nämlich einen sehr schönen Eindruck von diesem Display, diesem besonderen neuen Display des iPhone X. Ein OLED-Display mit einer fast frontfüllenden Glasfläche. Nur in der im oberen mittleren Bereich sitzen eine Reihe Sensoren, die benötigen dieses Gerät in vielfältiger Weise, wie wir heute gelernt haben. Wie man sieht, fehlt hier ja zum Beispiel die Home-Taste, die man bis jetzt benutzt hat, um den Startbildschirm aufzurufen beim iPhone. Und auch Touch ID war in dieser Home-Taste untergebracht. Das ist jetzt beim iPhone X nicht mehr. Stattdessen wird also der Homescreen gestartet, indem man das auf dem Gerät einfach nach oben wischt. Entsperrt wird das Gerät per Gesichtserkennung. Diese Gesichtserkennung arbeitet eben mit den hier erwähnten Sensoren im oberen Bereich des Geräts und soll extrem präzise sein. Sie soll bei Nacht das Gesicht erkennen können, sie soll das Gesicht in verschiedenen Winkeln erkennen können. Und das klingt sehr vielversprechend, wenn man sieht, wie die Gesichtserkennung bis jetzt funktioniert hat. Hier kommt die Frage, wo sind die Tasten? Man sieht also die Einschalttaste auf der einen Seite, die wird benutzt unter anderem, um Siri zu starten, was ja bis jetzt auch über die Home-Taste nötig war. Und natürlich zu einem Ausschalten des Geräts auf der anderen Seite des Geräts sieht man die Lautstärke-Tasten. Durch die OLED-Technologie sieht also dieser Bildschirm extrem brillant aus. Er ist außerdem, sagt Apple, der Bildschirm mit der bislang höchsten Pixeldichte, die jemals in einem iPhone eingebaut wurde. Und die Bilddiagonale misst 5,8 Zoll. 5,8 Zoll gab es bis jetzt in einem iPhone noch nie. Und trotzdem ist dieses Gerät kleiner als etwa das iPhone 7 Plus. Das macht also diese neue, nahezu randlose Technik möglich, die hier verbaut ist. Es gibt hier weitere Möglichkeiten, Geräte auszuprobieren. Wir versuchen jetzt einmal hier in die Nähe zu kommen, wo man also das iPhone 8 und das iPhone 8 Plus sehen kann, die hier auch vorgestellt werden. Hi.
Now you're interested? Absolutely interested in the iPhone 8, Okay. iPhone 8 Plus. Which one do you have here? I need this back, I'm sorry. Neben dem iPhone 10 wurde natürlich auch das iPhone 8 und das iPhone 8 Plus vorgestellt. Wir sehen auf den ersten Blick natürlich den Sizing-Effekt, dabei sehr ähnlich. Aber wir wollen uns natürlich nicht erklären, was das noch sein kann. New in this iPhone 8. Absolutely, one moment. Okay, so I'm going to get this back. Thank you. Yes, so the new iPhone 8 it has a brand new all-glass design that is not only incredibly durable, it's the most durable glass in the whole industry, but it enables wireless charging, a great convenience for customers. Wir sehen also hier ein Gerät, das hat eine neue Glasrückseite. Because of this glass, it's only possible to make the wireless charging. Correct. Also nur wegen dieser Glasrückseite ist es möglich, dass das iPhone 8 und das iPhone 8 Plus kabellos geladen werden können. Dadurch also ein verändertes Design, wenn auch die Form gleich geblieben ist im Vergleich zum iPhone 7 und iPhone 7 Plus. What else do we have? And it has a beautiful retina, so it has a 7000 series aluminum band, which is extremely strong. It's available in 3 different finishes, silver, space gray, and a new gold. Also es wird in 3 Farben kommen, in Silber, in Gold und in Space Gray und in Grau. And it has a beautiful Retina HD display, which still supports wide color and has great color accuracy. It now also has True Tone technology, so that the white balance of the display matches the color temperature of the room, and as a result, I get a much more comfortable viewing experience. So this is the same effect as on the iPad. Correct. Manche wird das vielleicht vom iPad kennen. Das iPhone 8 und das iPhone Plus gleichen den Farbton des Displays an das Umgebungslicht an. Damit wird eine besonders realistische und natürliche Farbwiedergabe. It also has incredible enhancements to the camera, which is the most popular camera in the whole world. And that includes faster and larger sensors, a new color filter, and deeper pixels. Die Kamera ist aufgearbeitet worden. Es ist weiterhin eine 12-Megapixel-Kamera, aber sie hat überarbeitete Pixel, die eine bessere Farbwiedergabe. So faster and larger sensor as well, and the result is incredible HDR photos, vivid color, incredible texture and detail in the photographs, great motion capture, and great low light capture. So let me show you an example. Here is, look at that incredible depth and texture in that cloth. Es geht jetzt hier vor allem um den tiefen Eindruck und um die besondere Detailgenauigkeit in der Darstellung der Fotos, die aber durchgesehen neuen Fotochips erreichen. Those beautiful photos. Look at that in vivid color. Das sind Beispiele für die besonders gute Farbwiedergabe, die das iPhone 8 Plus erreicht mit der Kamera. But it has a dual camera. iPhone 8 Plus has a dual camera. It has both a wide angle and a telephoto, which enables all those incredible portrait mode pictures. Does it have image stabilization on both cameras? Optical image stabilization is on both cameras, which brings incredible low light photos. So this is an HDR photo. Just to show, das iPhone 8 Plus fotografiert natürlich weiterhin mit einer Dual-Kamera, wie wir schon im 7 Plus kennen. Die hat aber jetzt in beiden Linsen einen optischen Bildschirm. So what else? So it has incredible HDR photo capabilities. You see the stark sunlight, but you see incredible detail in the shadows. They're incredible tones. Wir sehen hier die Möglichkeiten der HDR-Fotoaufnahme, bei denen halt dunkle Bereiche und helle Bereiche so angeglichen werden, dass insgesamt sehr harmonisches Foto entsteht. Incredible detail in the hair or here in the cloth. Still 12 Megapixel, right? 12 megapixel, that's correct. Noch immer 12 Megapixel Auflösung. Look at the low light contouring, incredible depth and texture even in low light conditions. Here you have lower contrast image, but you see so much texture and detail.
Here's an example of the zero shutter lag at work. Sorry. So here's zero shutter lag at work. Motion capture is incredible. So the detail is so sharp, despite the subjects being super active. Here's an example of great low light photography. So much detail and contour and highlights and lowlights are visible. Here you can see so much depth in the color and the texture in this bazaar. It's a great low light photo. It's very moody. What else besides the camera is can you show us? Yeah, so I was going to show you the portrait lighting feature. So portrait lighting is a new effect that's enabled on the iPhone 8, and this is an example of the contour of the studio lighting shot effect. So here you have a bright light. You have the subject is lit very brightly. This is contour lighting where there's highlights and lowlights and shadows on the face for moodier photos. This is an example of the studio light mono, and I can. Das Gerät erkennt die ideale Belichtung für Porträts und richtet sich mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz. Yeah, so this is the stage light effect, and if I wanted to go ahead and even post-production change the effect, I can hit stage light mono. So I have the benefit of all of that. Here's stage light mono. So again, let's change the effect on an existing photo. So there's the stage light effect. There's a contour light. Studio light. And that's the natural light. Yeah, that's all within photos, so you can set that effect while you're taking a photo or when you're editing later. So it's very powerful. When you're in portrait mode. And it also has the A11 Bionic chip, which is higher performance, more power efficient, and has great graphics. So I can show you, for example, in this game here, you can go into photo mode here, and you can use AR, and here you have. I can either take a snapshot with my avatar, or I can start a battle. So I'll be moving. Augmented Reality Spiel, Roboter, die kämpfen auf dem Tisch im Steve-Jobs-Theater. Die besonderen neuen Funktionen, die mit dem 11 Bionic möglich sind, sowohl im iPhone 8 als auch im iPhone 10. Çevirdiğimle beraber çeviriyor. Ağzına geliyor. Gülüyorum, gülüyor. Steht hier plötzlich eine anatomische Schaufigur mitten im Saal auf dem Display des iPhone eingeblendet. And I can choose the different conditions and see how they affect the heart. Kafayı çevirdiğinde çeviriyor yine. Bütün vücut hareketlerini alıyor mesela. Böyle bir kilidi var.
lassen sich also jetzt einzelne Organe auswählen und antippen und anzeigen. Die Bewegung der Organe darstellen. Das ist schon eine ganz beeindruckende Demonstration, was möglich ist mit erweiterter Realität, die halt einfach hier anhand von Sensoren in den Raum projiziert wird auf dem Display des iPhone 8 Plus. I really need to switch to the iPhone 10. Buradan gönderiyorum. Buraya git Genau. telefonda mesaj olarak bunu izleyebiliyoruz. You'll need me in there. So can I just do that? Başka ne göstereyim? Başka ne göstereyim ben? Bringen Sie es einfach mal eingelegt. Kamerasını gösterdim. Animation'ı Flex'i yaptınız mı? iPhone Hayır. 10 in der Hand. Das eben schon einmal kurz Derinlik gezeigt. o da derinliği kullanıyor ve şunu yapıyor. Sizi özne olarak algılıyor, fondan ayırıyor ve sizi farklı yerlere transport ediyor. Yüzünüze de ayrı bir filtre uyguluyor. Dolayısıyla hem background var hem sizin filtreniz var ve 360 derece şöyle bir çevirin çekerken. Evet. Şu an arka plan tamamen değişti. Beni arka plandan izole ediyor ve bana farklı bir efekt uyguluyor. Green screen gibi böyle hani filmlerde kullanılan, bizim kullandığımız efektler gibi. Mesela şu an bir bilim kurgu filminde gibiyim. Şu an çizim oldum. Harika. Harika. Daha güzel, daha düzgün ortamlarda eminim daha düzgün yapacaktır şu köşeleri falan ama mesela buradan ne yapıyorum şu an? Bir şey indiriyor. Bu efekti sanırım indirip kullanabiliyorum. Evet, normal kamera ya da normal videoda kullanmak çok güzel çıkmadı mı şu an? Harika. Sanat eseri gibi yani, maşallah. Kollegen filmen natürlich auch hier. Başka? Bunun şarjı bu arada normal iPhone 7'ye göre 2 saat daha fazla gidiyor. Başka şeyi indirmek istiyorsanız şuradan sağ üstten yukarı, normalde hani aşağıdan yukarıya doğru çekerdik buradan kontrol panelini açmak için. Bu sefer sağ yukarıdan aşağıya doğru çekiyoruz. Buradan parlaklığımızı ayarlayabiliyoruz. Buradan işte ses ayarımız var. Başka neyimiz var? Evet, buradan 3D Touch yaptığımızda da buradaki ayarların detaylarını görebiliyoruz. Başka genel olarak? AR demosunu denediniz mi? Hayır, evet. 8'cilerden bir tanesine sizi paslayacağım. Tamam. Çünkü onlar çok güzel yapıyorlar onu. Tamam. Ama AR demosunu muhakkak isteyin. Oyun Başka demosu var. bir şey var mı anlatmadığım? Animoji yaptınız, Face ID unlock yaptınız. Evet. Yok, ben kendi Face ID'ni unlocklamadım. Yok, öyle yapamıyoruz zaten. Tamam. Onun dışında ne göstereyim? Yani tam ne yaptığınızı bilmediğim için şey yapamadım. Fotoğraflara falan baktınız. Evet. Okey. Portrait lighting yaptınız. Evet. Şeyde tam ekran videoda nasıl oynatıyor? Videoyu kesip mi oynatıyor? Nasıl yapıyor? Ya böyle. Öyle tıklayıp şey yapabiliyor. Evet, herhangi bir videoya ya da fotoğrafa bakarken gördüğünüz gibi zaten köşeler olmadığı için bunu tam ekran görüntüleyebiliyoruz. Eğer çift tıklarsak daha böyle o köşeleri kullanmadan kenara doğru alıyor. Eğer köşelerde böyle kaçırmak istediğiniz bir detay vesaire varsa. Ama şu görüntü gerçekten çok güzel. Ekranın tamamını kullanabiliyoruz. Ben biraz daha bunları gösterdikten sonra aşağı. Biraz daha şöyle ekranı tekrardan göstermek istiyorum. Detay olması açısından. Video. I can show video. Olur. Fotoğrafta nasıl yapıyor? Şey, telefon açık. Bu yani çok hakikaten çok etkileyici bir şey. Bu telefonla çekilmiş değil mi? Tabii. Evet, 4K 60 kare video çekebiliyor zaten. iPhone 10, iPhone 8 Plus da 4K 60 kare çekebiliyor. Gördüğünüz gibi detaylar çok net. Tamamen zoomladığımız zaman yine çok net şeyler görüyoruz ve 60 kare özelliği de harika tamamen. Ama bunda sanırım bu köşelerin tamamını göremiyoruz. Şimdi buradan da çıkıyorum. Tekrar bir telefonu göstereyim. Burada daha büyük bir tuşu var. Değil mi? Aynı mı? Yan tuş. Yani home tuşunu. Değil. Yan tuşu şeyi. Home tuşumuz yok artık. Şöyle. Burada yine. Bu surgical grade dediğimiz paslanmaz çelik bant güçlendiriyor ve çok dayanıklı gerçekten de. Cam tasarım, tabii arkasının cam olması kablosuz şarjı mümkün kılan bir şey. Şurada biraz gördüğünüz gibi
Kamerada bir çıkıntı var. Telefon koyduğumuzda ama hiç öyle rahatsız etmiyor yani, telefon löpçük löpçük sallanmıyor. Tamam mı? Evet abi, tamam. Süper. O ilk anlatmanı çok eğlenceliydi ya. Tamam. O zaman Es werden noch die Fingertapfer entfernt, dann können wir auch einmal einen Blick werfen. All right. Yes, of course you can. Let me unlock it for you. There you go. Swipe up. Und da ist es also nun das iPhone 10. Ich kriege ein leichtes haptisches Feedback, wenn ich es nach oben bewege zum Entsperren. Und es zeigt mir jetzt, dass es entsperrt ist, dass es gesperrt ist, Entschuldigung. Und wenn ich es jetzt nach oben bewege und hochwische, offenbar ist das Gerät mit einem Code gesperrt. So it was locked with your Face ID? Yes, only mine. You can only enroll one face. Wir probieren das Ganze jetzt nochmal. Turn to me. Turn to me. Turn to me. Oh no. The more you keep trying, just like Touch ID, it'll lock after a few times. Okay, also But now that I've glanced at it, there you das go. Gerät hat also eine aktivierte Gesichtssperre. Und wenn ich jetzt nach oben wische, jetzt funktioniert es. Das war etwas trickreich gerade, weil das Gerät auf die Mitarbeiter von Apple programmiert ist mit der Gesichtserkennung. So, jetzt haben wir also hier das iPhone 10 mit dem angesprochenen Bildschirm, der bis in die oberen Kanten hineinreicht. Sensoren für die Gesichtserkennung und für die Selfie-Kamera sitzen in diesem kleinen schwarzen Bereich am oberen Rand. Ansonsten ist das Gerät nahezu rahmenlos und hat ein 5,8 Zoll Display. Auf der Rückseite die erwähnte Dual-Kamera, auch hier mit zwei optischen Bildstabilisatoren, 12 Megapixel Kamera, die auch erweiterte Realität ermöglicht, speziell dafür ausgerichtet ist, ebenso wie der Prozessor im Inneren. Das ist derselbe wie im iPhone 8 Plus, was ich Ihnen gezeigt habe. Can you show the emojis? Animojis? Yeah, Yes. the animojis? Yes, of course. To be I'm happy precise. to. Das war also eine der beliebtesten Aktionen während der Keynote. Mit Hilfe der Gesichtserkennung. Mit Hilfe der Gesichtserkennung lassen sich Bewegungen des Gesichts übertragen auf ein Emoji. Und was man hier gerade sieht, sind meine Lippenbewegungen. Und wenn ich den Kopf hin und her wackel, macht das auch der kleine Affe nach. Ja, Katze ist mir auch lieber, genau, vielen Dank. Ich glaube, das sorgt nicht nur eben für große Heiterkeit. Oh, ich bin ein Alien. Try the eyebrows. I'm an Alien. Try the eyebrows. Das sorgte also eben schon für große Unterhaltung in der Keynote und ich glaube, das ist natürlich auch so ein Hühnchen könnte als Emoji am Ende ziemlich lustig werden, wenn man da die Gesichtserkennung drauf anwenden kann. Dieses Emoji wird ja auch häufig benötigt. Aber da gibt es bestimmt schönere. Ja, ich wollte immer schon mal ein Einhorn sein. Wunderbar. Okay, das ist natürlich wunderbare Spielerei. What's happening now? Was passiert jetzt? So what it does is it uses depth to separate you from the background and it transports you to a scene. A 360 scene actually. And if you swipe, you can go to different scenes. Okay, now you've got to explain that again. So, Okay, also die Kamera nimmt also hier mich auf und versetzt mich in eine andere Umgebung und ich kann hier durch Wischen kann ich mich in unterschiedliche Umgebungen versetzen. Can I record this or send this or share this? Okay, also ich kann das auch aufnehmen. This is Clips. So it's for yes. Das ist die App Clips von Apple, mit der sie also kurze Videos aufzeichnen lassen und teilen lassen. Und oder ob hier noch irgendwas ist, das besonders gefällt. Also das hier sieht so aus, als wäre ich gerade mitten in Arizona gelandet. Also jedenfalls auch eine lustige Spielerei. Okay. Die
verlasse jetzt die App. Okay. Yeah. How do I get to the app drawer? The what? How do I switch between apps? Oh, you just you just swipe up and hold, and then you just go. Okay. That's it. Wenn ich bislang And then the control center is from here. Wenn ich bislang zwischen zwei Apps wechseln wollte, habe ich das ja mit einem Doppeltippen auf die Home-Taste gemacht. Wie wir sehen, keine Home-Taste hier. Wische also jetzt, wurde mir erklärt gerade, nach oben und habe dann meine Apps zur Auswahl und kann dann in die Apps wechseln. Das Kontrollzentrum, das hatten wir eben schon einmal gesehen, rufe ich auf in der rechten, only in the right upper corner. Only in the right. Also das And then you can Kontrollzentrum 3D touch on different things. erreiche ich das Kontrollzentrum über das Wischen aus der rechten oberen Ecke und über 3D Touch kann ich dann zusätzliche Funktionen im Kontrollzentrum aufrufen. Das ist übrigens eine Funktion, die das iPhone X nicht exklusiv hat, sondern die werden wir mit iOS 11 auch auf anderen Geräten oder auf anderen iPhones zu sehen bekommen. What else? Portrait mode, Okay. selfies. What about the portrait mode? So, of course, we have better portraits because of the larger aperture and of dual optical image stabilization. So you actually take better ones in the dark as well. But something that you can do is the camera uses depth information and facial landmarking to create or produce studio lighting effects. So this would be the natural one, sharp foreground, blurred background, and then this would be a very clean look, face is brightly lit. Contour gives shadows, so dramatic shadows, highlights, lowlights. Stage light would be spotlit face against a dark background, and then this would be the same thing in classic black and white. Now what you can do is, let me go back to the camera. You can also take portrait selfies because now we have the true depth camera. So you see how the background is nicely blurred. As you take the selfie, you can actually change the lighting. We don't have the background, so we can't do that. But did you want to try this? Or once you've taken the portrait, you can edit. Yeah, go ahead. So I can switch here? Oh yeah. The stage is going to be difficult because you don't have a background now. It's very deep behind you. Ich sehe hier, also wie sich tatsächlich die Einstellungen für das Selfies verändern. Das ist natürlich nochmal eine neue Qualität zum Selfie aufnehmen. Das ist schon ein sehr hübscher Effekt. Studio Light sehe ich hier, Konturlicht, Stage Light, die Dame hier, ist etwas schwierig hier mit der Umgebung. Aber ich sehe halt hier schon die unterschiedlichen Effekte. Und das wird ermöglicht durch einen Tiefensensor, der oben im iPhone X untergebracht ist. Sehr schön. Und ich swipe wieder nach oben. Also das Prinzip ist relativ schnell erlernt. Man muss also nicht Angst haben, dass man jetzt ohne Home-Button das Gerät nicht mehr bedienen kann. Thank you very much. You're welcome. Und schon warten die nächsten Kollegen hier dringend auf die Geräte. Das war erstmal ein erster, etwas holpriger Eindruck. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht und hat einen ersten Eindruck davon vermitteln können, wie also nun das iPhone X, das iPhone 8 und das 8 Plus bedient werden, welche neuen Funktionen es dort gibt. Alles Weitere, vor allen Dingen die Gesichtserkennung, die Qualität der Gesichtserkennung im iPhone X, auf die ich sehr gespannt bin, werden wir dann sehen im Test, im Ausführlichen, wo wir dann natürlich ausprobieren werden, wie sich das in der Praxis bewährt. Bis dahin erstmal vielen Dank und einen schönen Abend noch nach Deutschland.